Zweimal im Jahr nimmt die Familie Reisende aus aller Welt auf. Ganz bewusst. Sie wollen sich austauschen. Wir kennen uns noch gar nicht und trotzdem soll ich einfach reinkommen. Die Türen seien auf den Färöern immer offen, sagen sie. Thank you. Hey. Hey. Hi. Hey. Miriam. Miriam. And this is Moses. Oh, hey Moses. Hey buddy. We have Sunday school for kids. Miriam ist 8 und steht beim Fußball im Tor. Ihr Bruder Aaron ist 14. Er spielt gern Schlagzeug und mit Moses. Vater Magni ist Sozialarbeiter in der Hauptstadt und Helena hat ihre Logopädiepraxis im Dorf. Okay, ja. We were living in Denmark, in Copenhagen. Wir haben 9 Jahre in Kopenhagen gelebt. Aaron war 7, als wir weggezogen sind. Und Miriam hat auch ihre ersten 2 Jahre dort gelebt. Wir haben in einem Haus mit Menschen aus aller Welt gewohnt und sind mit ihnen zur Universität und Schule gegangen. Als wir dann hierher zurückkamen, waren wir auf einmal alle gleich. Wir haben das andere dann vermisst. We're all the same. You miss that part. Of Denmark. It's very nice and very safe and this is paradise for Hier ist es sehr sicher und ein Paradies für Kinder. Wir schließen unsere Türen nie zu, wir sorgen uns nie, wo die Kinder sind. Aber wir vermissen die Vielfalt von unterschiedlichen Nationalitäten, Sprachen, Hautfarben, Religionen und politischen Überzeugungen. Deswegen ist es schön, Menschen aus aller Welt bei uns zu haben. So that's a nice way to host people from around the world. So wie sie machen es viele, die Färöer für ein paar Jahre verlassen und dann zurückkehren in eine raue, abgelegene Welt aus Gras, Wasser und Felsen. Inseln liegen im Nordatlantik zwischen Island, Schottland und Norwegen. Vor 60 Millionen Jahren sind sie durch vulkanisches Basalt aus dem Meer gewachsen. Hier ist das Leben langsam und rau. Regen an 2 von 3 Tagen und eine Durchschnittstemperatur im Sommer von 12 Grad. Hier auf den Färöern kommt man nicht um die Vergangenheit herum. Zumindest ich nicht. Denn natürlich sind die Inseln heute global vernetzt. Aber unter welchen Umständen die Menschen hier früher gelebt haben, ist für mich wirklich nur schwer vorstellbar. Allein, wenn es keine Bäume gibt auf der Insel. Wie baut man Häuser? Wie baut man Boote? Wie kocht man? Wie macht man Feuer? Wie ging das alles hier im kalten Norden? Die Antwort liegt in Gras, Stein und Treibholz. Irische Mönche und vor allem Wikinger ab dem 9. Jahrhundert besiedelten die Inseln dauerhaft. Sie sprechen Färöisch, was dem Altnorwegischen ähnelt. Ihre Hauptnahrungsquelle war Fisch. Aus dem Treibholz bauten sie ihre kleinen Boote. We lost a lot of men on the sea, a lot of men, and they just prayed before they left. Wir haben viele Männer ans Meer verloren. Viele. Alle haben gebetet, bevor sie aufgebrochen sind und gehofft, dass sie heil wiederkommen. Manchmal hat ein ganzes Dorf seine Männer verloren, denn sie zusammen draußen waren. Sie konnten das Wetter hier nicht vorhersagen. In einem Moment sah es gut aus. Auf den Färöern wechselt es schnell. Einige Stunden später konnten die Wellen oder der Wind das Boot dann zum Kentern bringen. Deswegen, es gibt hier viele tragische Geschichten und es war ganz normal zu sagen, er ist auf See verstorben. Yeah.
So there are a lot of tragic, really a lot of tragic stories. Yeah. It was really normal to say, oh, he died at sea. Damals wie heute sichern die FäröerInnen durch Fischfang ihr Überleben. Fast in jedem Ort findet sich ein Hafen mit kleinen oder großen Fischerbooten. Und seit der industriellen Hochseefischerei haben die Färöer eine Ware, die sie exportieren können. Das brachte Geld ins Land, die Lebensqualität stieg. Die Bevölkerung hat sich in den letzten 200 Jahren von 5.000 auf über 53.000 mehr als verzehnfacht. Heute sind die Färöer ein autonomer Bestandteil Dänemarks mit eigenem Parlament und Premierminister im Hafen von Tórshavn. Aber die Fischerei macht die Färöer auch abhängig. An den Sanktionen gegen russische Fischtrawler beteiligen sie sich nicht. Wohl auch, weil dann ihre eigenen Schiffe die vielen Fangrechte in der russischen Barentssee verlieren würden. %95 aller Exporte kommen aus der Fischindustrie, wie dieser Lachs, gezogen im Norden vor Vestmanna. Ackerbau gibt es hier kaum. Das ist der größte Bauernhof, der uns auf der Reise begegnet. Die Erdschicht über den Felsen ist dünn, das Wetter kalt, windig und regnerisch. Keine guten Bedingungen für Gemüse. Ein bisschen Getreide wächst hier, einige Rübenarten und seit dem 18. Jahrhundert auch Kartoffeln. Und immerhin eine Art fühlt sich richtig wohl auf den Färöern, auch bei Helena und Magni im Garten. Oh, thank you. I can do this. Oh. Rhabarben. Rhabarber. Rhabarber. Yes. One of the few plants that grow very well. Helena hat sich ein Rezept besorgt. Wir wollen Marmelade machen. Watch out, Miriam. I'm coming. Do you peel them? No. Okay. Neben Marmelade machen die FäröerInnen auch Grütze, Suppe oder sogar Wein daraus. Bis vor kurzem war Essen bei uns nur eine Notwendigkeit. Wir mussten einfach etwas in den Magen bekommen. Mit unterschiedlichen Dingen zu kochen ist also etwas Neues. Something new? Quite new. We eat a lot of meat and not Wir essen viel Fleisch, aber importieren auch immer mehr Gemüse. more and more vegetables. 1 kilo? Oh, ja. Kavextürch auch gut für Kavextürch. Auf 1 Kilo Rhabarber soll jetzt 1 Kilo brauner Zucker, sagt das Rezept. Yeah, Oh, so I you're not always so get good it. with knives. I always get it. Und dann muss alles 2 Stunden köcheln. So, genug geköchelt. Yeah.
so good. It's good. It's good. Ja, du måste gå så bluffa för kameran. Did you understand? Ja. Hallo. Ja, und dann ist aus sehr sauer sehr süß geworden. Zu süß. Aber es ist ja auch ganz gut zu wissen, dass es das nächste Mal gern weniger als 1 Kilo Zucker sein darf. It tastes really good. Yeah. So this is how we would eat. So essen wir das. Und dazu And schwarzer probably Tee. with some tea. Und auf dem Earl Grey or kräftigen English Käse tea, schmeckt die but süße Marmelade tatsächlich gut. Cheers. Good work. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's a lot. We don't have so many choices. Like in Copenhagen. Wir haben nicht so eine Auswahl wie in Kopenhagen. Da kannst du alles machen, was du möchtest. Hier kannst du spazieren gehen. Oder zum Laden oder zur Kirche oder in die Schule. I go to the shop, I go to the church, or I go to the school. And Aaron, he didn't thrive very well in Copenhagen. Aaron ging es nicht so gut in Kopenhagen. Es waren zu viele Menschen, zu viele Geräusche, zu viel von allem. Hier kennt jeder jeden. Die Kinder kennen meine Eltern und meine Geschwister und Aaron ging es viel besser. Es ist einfach weniger von allem. Dimensions were really smaller. Also in his grade there were only 12. No, a bit more. 15, I think, maybe. In seiner Klasse sind auch nur 12. Nee, 15. Und das ist schon eine große Klasse. In Miriam's there were only 8. In Miriams sind nur 8. And you know, the kids can just walk outside. Und die Kinder können einfach draußen sein. Ich mache mir nie Sorgen. Mit den kleinen Holzbooten gehen die FäröerInnen heute kaum noch fischen. Dafür rudern sie. Es ist ihr Nationalsport. 5 große Wettkämpfe gibt es. Hier in Runavík und an 4 weiteren Orten auf den Inseln. Der letzte findet am 28. Juli statt, dem Nationalfeiertag. Während die einen zum Start rudern, geht's für die anderen schon los. Vor einigen Jahren haben nur noch wenige FäröerInnen an den Wettkämpfen teilgenommen. Mit der Einführung der Jugendkategorien haben sie den Sport wiederbelebt. Die Färöer nutzen das Auto für alles, auch wegen des schnell wechselnden Wetters. Wir machen einen Abstecher auf die Nachbarinsel Streymoy. Der Weg führt durch einen Tunnel mit dem ersten Unterwasserkreisverkehr der Welt. Der bekannteste Künstler der Färöer hat ihn gestaltet. Er zeigt den färöischen Kettentanz. Nach 30 Minuten haben wir Sjorsjebø erreicht. Hier steht das älteste, noch bewohnte Holzhaus Europas. 900 Jahre sind diese Stämme alt.
Einige Räume können besichtigt werden. In den anderen lebt Familie Patterson immer noch, in 17. Generation. Die Familie hat viele bedeutende Färöer hervorgebracht. Dichter, Politiker, Schriftstellerinnen und eben auch den Künstler vom Kreisverkehr. Jetzt wohnt er ein paar Meter weiter den Hang hoch und schaut von seinem Haus über die Bucht. Tróndur Patterson erzählt, dass die kleine Insel früher mit dem Festland verbunden war. Hier gab es Torf, mit dem die Menschen geheizt haben. Das Treibholz brauchten sie für andere Dinge. Dieses Haus habe ich aus Treibholz gebaut. Dieses Haus mit den dicken Balken? Nein, die Balken nicht. Aber die Wände sind aus sibirischem Holz und der Tisch ist wahrscheinlich aus kanadischem. Schlappe 10 Jahre hat er für Haus und Atelier Treibholz gesammelt. Tróndur ist Bildhauer und Maler. Die Vögel aus Glas sind eines seiner Hauptmotive. Und er selbst ist wie ein Tor in die Vergangenheit der Färöer. Was bedeuten die Vögel für dich? Sie stehen für Freiheit. Kannst du frei sein wie ein Vogel und durch die ganze Welt fliegen? Als ich aufgewachsen bin, gab es nur ein Schiff zum Festland. Alle 2 Wochen. Heute können wir mit dem Flugzeug überall hinfliegen. Aber ja, frei zu sein wie ein Vogel, das bedeuten sie. Seine Vögel hängen überall auf der Welt. Diese werden in Dänemark und Italien zu sehen sein. In Seattle, im Nordischen Museum, fliegen 17. Im Neuen Opernhaus in Island sind es 70 und im Kennedy Center in Washington 100. Er selbst ist mit 17 frei geworden. Da fing er an, zur See zu fahren. Danach hat er durch sein Kunststudium mehrere Jahre in Dänemark, Norwegen und Frankreich verbracht. Wir Färöer laufen so, breitbeinig, weil wir so viele Berge haben. Und wir stehen auch so, weil wir so oft in Booten sind. Ungefähr so breitbeinig wie Cowboys beim Duell. Weil es hier so windig ist. Als ich zum Beispiel in Kopenhagen gelebt habe, konnte ich sofort sehen, das ist ein Färöer, weil er so lief und stand. Wir sind einfach Meer- und Bergmenschen. Tróndur hat nicht nur als Seemann gearbeitet, er ist später auch mit 3 Freunden auf abenteuerlichen Expeditionen durch alle Weltmeere gesegelt. Sie wollten beweisen, dass Entdecker diese Reisen früher machen konnten. Dass zum Beispiel nicht Kolumbus der erste Europäer in Amerika war und auch nicht die Wikinger, sondern irische Mönche in Lederbooten. Von Irland über die Färöer und Island nach Neufundland. 1993 segelten Tróndur und seine Freunde mit einem Bambusfloß von Japan über den Pazifik. Über alles haben sie Bücher geschrieben. Und Tróndur hat auf den Reisen das Meer studiert. Wenn man Wasser oder das Meer darstellen will, muss man da draußen sein. Ich wollte die Seele des Meeres kennenlernen. Ich wollte das Meer beobachten und die Vögel und Wale. Wenn man mit einem Floß so knapp überm Wasser ist, sieht man jeden Tag etwas Besonderes. Fische, Wale und vieles andere.
Und dasselbe gilt für die Berge hier. Man muss da sein. Man muss sie wirklich kennen. In der Färöischen Nationalgalerie zeigen sie Tróndurs Blick auf die Berge und wie sich die Seele des Meeres für ihn anfühlt. Im Nordosten sind die Klippen noch steiler, aber das Wetter ist schlecht. Die Wanderer drehen um. Nur die Schafe stört es nicht. Ihre Wolle hat auf den Färöern noch mehr Lanolin und ist deswegen besonders wasserabweisend. Einfach atemberaubend, ne? Wie die Berge hier aus dem Meer rausragen. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Wir legen den Sarkasmus beiseite, gehen noch weiter nach oben und haben Glück. Es kommt wie so oft auf den Färöern. Das Wetter wechselt und für ein paar Minuten bläst der Wind den Nebel davon. Fast alle FäröerInnen leben in den windgeschützten Buchten. Häuser, Autos, Ölheizung. Ihr Lebensstandard ist heute hoch und auf skandinavischem Niveau. Die Globalisierung gleicht die entbehrungsreiche Natur aus. Nur den importierten Pflanzen fällt es hier auf Dauer weiterhin schwer. Ah, kom er van? Lite introduction. Ja? Lite introduction. Oj, det är spännande. Und das ist ein typischer Moment. Ständig treffen die FäröerInnen jemanden, den sie kennen. Die Bevölkerung wächst noch immer. In Nordeuropa haben sie die höchste Geburtenrate, die geringste Scheidungsrate und die wenigsten Suizide. Das einfache Leben in kleiner Gemeinschaft scheint den meisten 53.000 Bewohnern zu gefallen. Die Färöer liegen zwar autonom weit draußen im Atlantik, trotzdem merkt man an der Sprache und vielen anderen Elementen,
wie eng sie kulturell mit den skandinavischen Ländern verbunden sind. Hier zum Beispiel im Kulturzentrum, dem sogenannten Haus des Nordens. Das Gras auf dem Dach kommt natürlich von den Färöern. Das Glas und die Stahlträger kommen aus Dänemark. Der Boden innen ist aus norwegischem Granit. Die Stühle sind aus Finnland und die Wände sind mit schwedischem Holz getäfelt. So findet sich viel Skandinavien im Nordatlantik. Und noch einige 100 Kilometer weiter westlich ist es ganz ähnlich. Wir wollen Ihnen einen Beitrag aus Island zeigen. Auch da haben die Abgelegenheit, die Landschaft und das Klima viele Gemeinsamkeiten mit den Färöern. Aber es gibt einen großen Unterschied und das sind die vielen heißen Quellen. In denen kann man sich nicht nur wunderbar aufwärmen, sie versorgen die Menschen auch mit vielfältigen Lebensmitteln. Frühmorgens 100 Kilometer von Reykjavik. Die Temperaturen draußen eisig. Doch unter ihren Dächern ist es warm. Gewächshäuser. Hier wächst in Massen, womit man auf Island nicht unbedingt rechnet. Er ist der Herr über die Tomaten, kennt jeden Handgriff und kontrolliert jeden Morgen, was sie brauchen. Die Tomatenpflanze wächst so 25 cm pro Woche und bildet dabei neue Blätter und Triebe. Also müssen wir alle unsere 28.000 Pflanzen immer wieder um ein Seil wickeln, sonst würden sie runterfallen und brechen. Und das kann sich Knutor Arman nicht leisten. Allein heute soll wieder eine ganze LKW-Ladung abgeholt werden. Damit nichts schief geht, lernt er seine Mitarbeitenden selbst an. So wie Sebastian, der nach seinem Geologiestudium hier angefangen hat. Ja, man muss schon sehr vorsichtig sein, weil die Pflanzen natürlich auch gerne mal brechen können. Und wo man immer nachfragen muss, natürlich, was man jetzt abbrechen darf. Die Pflanzen sind empfindlich. Trotzdem kommen sie hier ohne Pestizide aus. Auch die Umgebungstemperatur kontrolliert Knutor Arman genau. 23 bis 24 Grad müssen es sein, rund um die Uhr. Dafür gibt es sie. Etwa 70 Kilometer Rohre, durch die heißes Wasser fließt. In Island nutzen wir für all das die Hilfe der Natur. Mit heißem Wasser beheizen wir die Gewächshäuser und mit Strom erzeugen wir Licht für unsere Pflanzen. Und wir können darauf so stolz sein, weil all unser Strom grün ist. Island hat einen quasi unerschöpflichen Vorrat an Energie, direkt aus der Natur. Das heiße Wasser der Geysire nutzen viele Orte zum Heizen. Mithilfe von Wasserkraft entsteht grüner Strom, für den Wind und Sonne zusätzlich Energie liefern. Von einem überdachten Geysir bekommen die Tomaten ihre Wärme. Die Rohre laufen direkt in die Gewächshäuser. Die Ernte drinnen, unabhängig von den Jahreszeiten, im vollen Gange. Pro Reihe brauchen sie etwa 10 Minuten. Wie viel pflückst du? So 6 bis 7 Boxen. Sehr gut. Hier geht es vor allem um den Geschmack. Wir wollen, dass sie rot sind. Wir sind nah dran am Kunden. Die Tomaten, die wir hier pflücken, sind heute Abend in den Supermärkten oder spätestens morgen früh. Und wenn man sie so rot pflückt, schmecken sie am besten. Bis zu 15 Mitarbeitende machen das jeden Morgen in 10 Gewächshäusern.
Pro Tag ernten sie 2000 Kilo. Das sind etwa 40% aller isländischen Tomaten. Diese Pflaumentomaten sollen gleich nach Reykjavik ausgeliefert werden. Werden vorab alle nochmal geprüft und nach Größe sortiert. Der Unternehmer achtet nicht nur bei der Energieversorgung auf Nachhaltigkeit. Diese Tomaten hier sind nicht gut für den Handel. Sie haben kleine Fehler, aber sie schmecken genauso gut. Supermärkte wollen die nicht. Aber wir nutzen sie hier bei uns in der Küche, um daraus leckere Gerichte zu machen. Das gibt es nur wenige Hallen weiter. Hier betreiben Knut Arman und seine Familie seit 10 Jahren ein Restaurant. Mitten im Gewächshaus. Mit Essen aus ihren Tomaten. Dazu erfahren die Gäste aus erster Hand, was den Anbau auf Island so besonders macht. Ich wusste, dass es hier viele natürliche Ressourcen gibt, aber sowas habe ich nicht erwartet. Das blüht so toll und es ist einfach sehr schön. Ich komme aus Amerika und habe das Gefühl, dass andere Länder in Sachen Nachhaltigkeit schon viel weiter sind. Es sollte mehr solcher Orte geben, die alles dafür tun, um nachhaltiges Essen zu produzieren. Was ich hier halt wirklich total toll finde, auch generell in Island, also dass hier auch, es gibt ja auch, glaube ich, keine Massentierhaltung, also läuft alles frei herum, ist nachhaltig gemacht und es ist hier einfach super. Die erntefrischen Tomaten werden einmal am Tag abgeholt und 100 Kilometer nach Reykjavik gebracht. Das Wichtigste ist, dass die Tomaten die ganze Zeit über bei der richtigen Temperatur lagern. Dafür haben wir einen guten LKW mit der entsprechenden Kühlung. Und dann klappt das alles. Eine kurze LKW-Fahrt statt eines mehrtägigen Imports aus anderen Ländern. Auch deswegen gelten sie als besonders nachhaltig. Islands Tomaten aus Gewächshäusern der besonderen Art. Zurück auf den 18 färöischen Inseln. Neben dem Rudern begeistern sie sich hier vor allem für Fußball. Miriam, Aron und Magni sind bei jedem Heimspiel der Nationalmannschaft dabei. Magnis Bruder auch. Er arbeitet für die Fernsehübertragung. Heute ist Nations League und Litauen zu Gast. Die Färöer müssen gewinnen, um die Gruppe zu halten. Faroe Islands. Definitely. Faroe Islands? Maybe. Do you have a guess how it's going to end? 1-0 to the other. Maybe. Yeah, maybe 1-1. Okay. And you were playing football yourself today. How did it go for you? Great. She won everything. She won squares. Good goalkeeper. Heute sind fast alle Spieler Profifußballer und verdienen ihr Geld in Norwegen, Dänemark oder anderen kleineren Ligen. Für die geringe Einwohnerzahl sind die Färöer in Weiß erstaunlich erfolgreich. Aber hier geht es gar nicht gut los. Eins zu 0 für Litauen in der 6. Minute. So wären die Färöer abgestiegen. Und das, obwohl sie auf Thors Platz spielen, im Thorsvöllur Stadion. Einem der wenigen Orte, die nicht mit Gras bewachsen sind. Hier liegt Kunstrasen. Das Wetter eben. Zu feucht. Und dann
die Chance auf den Verbleib in der Gruppe. Durch Viljormur Davidsen, der in Schweden spielt. Ein färöischer Spieler hat es bisher in die Bundesliga geschafft. Johan Edmundsson, aufgewachsen im selben Dorf wie Magni. Es ist schon anders. Alles ist größer in Deutschland. Aber wir haben die gleiche Leidenschaft für Fußball. Jeder hier liebt dieses Spiel einfach. Meistens sind 10% der Färöer im Stadion, wenn wir spielen. Das ist schon sehr besonders. Normally we have around 10% of the population at the game, so this is also something special. It's kind of a rough environment if you look at the weather and where we are placed in the middle of the Atlantic Ocean. Wir leben in einer rauen Umgebung. Das Wetter, die Lage weit draußen im Atlantik. Dadurch können wir auch im Fußball kämpfen. Natürlich gewinnen wir nicht alle Spiele. Aber ich hoffe, die Zuschauer sehen, dass wir in jedem Spiel alles geben. Wir wollen ihnen etwas zurückgeben. Und dann drehen die Färöer das Spiel. Und wie? Innenpfosten rein aus der Distanz, ein tolles Tor zum 2:1 Endstand. Mehr als in anderen skandinavischen Ländern spielt der Glaube für die FäröerInnen heute noch eine wichtige Rolle. Viele gehen jeden Sonntag in die Kirche. Aron heute nicht. Er ist Teenager, sagt Magni. Da will man manchmal einfach in seinem Zimmer sein. (999) stimmte das färöische Ting, die Versammlung der Wikinger, für die Annahme des Christentums. Ich bin damit aufgewachsen, auch mit der Sonntagsschule. Ich hatte ein paar Jahre, als ich jünger war, wo ich rebelliert habe. Aber so mit 17, 18 habe ich mich bewusst dafür entschieden zu glauben. But I think I was 18, 17 when I made like a conscious choice. Yeah. Der Glaube verbindet sich mit allen anderen Dingen in unserem Leben. Und wir versuchen unseren Glauben nicht nur sonntags in der Kirche zu leben, sondern ganz allgemein, in unserer Arbeit, in der Art, wie wir unsere Kinder großziehen. Es ist wie eine Grundlage, die sich durch alles durchzieht. Mit der Reformation im 16. Jahrhundert wurden die Färöer evangelisch. Noch immer sind 80% Mitglieder der Kirche. I think it comes from our ancestors because it was really rural. Ich glaube, es kommt von unseren Vorfahren. Es war sehr hart, hier zu leben. Sehr weit weg von allem. Und viele Männer sind zur See gefahren. Der Glaube war für die Menschen der Fels in der Brandung. Sie haben viele Dinge verloren. Ihre Ehemänner, ihre Kinder und Frauen während der Geburt.
Hier war und ist es auch ein viel einfacheres Leben, weniger Ablenkung. Man ist mehr eins mit der Natur und dem Glauben auf abgeschiedenen Inseln wie hier. Mehr als in Kiel oder Hamburg oder anderen großen europäischen Städten. Or other big European, Central European places. Nach der Kirche besucht die Familie immer noch kurz das Grab von Helenas Großeltern. Wir fragen, ob wir warten sollen, aber auch diesen Moment wollen sie gern mit uns teilen. Christian. Här sind die Tee. Christian. Sie sind nur ein halbes Jahr nacheinander verstorben. Und das ist meine Tante, sie hat bei ihnen gewohnt. Die Tante hatte keine eigenen Kinder. Deswegen war sie wie eine Bonusmutter für Helena. Eine, die nur verwöhnt. A bonus mom. A one who only spoiled. Unsere Tage auf den Färöern gehen zu Ende. Eine neue Woche beginnt. Aaron und Miriam sind in der Schule. Magni ist bei seiner Arbeit in Tórshavn und Helena fährt auch gleich in ihre Praxis. Hier geht das Leben weiter. Und ich bin schwer beeindruckt davon, mit wie viel Vertrauen die Menschen sich hier begegnen. Das haben wir ja auch zu spüren bekommen. Wie zuchast. Wir sehen uns. Tschüss und bis bald. Hi, Linnea. So we had 2 very stormy days. So here you are. We have total sunshine. Miriam and Mariam in the spa pool.